Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir vorbereitet haben, sind Live-Miles, Devaluierung und Erhöhung der Zusatzgebühren. Wir haben weiter Italy Airways, nochmal eine Klarstellung. Ja, die sind aus SkyTeam heraus. Das ist dem einen oder anderen vielleicht gar nicht aufgefallen. Und dann geht es weiter mit Neuigkeiten aus dem Vorfall am Ronald Reagan Airport in Washington mit dem Black Hawk Hubschrauber und der CRJ. Und wir haben was zum Thema Prognose 2050, heißt also, dass man emissionsfrei bis 2050 werden möchte. An dieser Stelle wie immer denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich wie immer an dieser Stelle kommt in die neue Community. Ist cool. Ich finde es toll und da werden auch viele Fragen beantwortet. Wer sich für Kreditkarten interessiert, dafür haben wir auch eine neue Gruppe für extra US-Kreditkarten, um ganz genau zu sein. Ja, ihr wisst es ja schon, der Absturz war ein Problemfall in dem dicht besiedelten Luftraum in Washington. Man hat diese Flüge reduziert bzw. eingestellt. Man hat auch die Staffelung vergrößert, weil der Flughafen relativ dicht beflogen wird. Und jetzt gibt es eine neue Detailgeschichte, die auch interessant ist. Und zwar geht es da um das ADS-B-System. Das ADS-B-System, um das mal kurz zu erklären, steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast und ist etwas, was in der Luftfahrt benutzt wird, um das Flugzeug mit genauen Standortdaten lokalisieren zu können. Also das heißt, das Flugzeug sendet diese Daten permanent aus und diese werden halt von anderen Flugzeugen, aber auch von der ATC, also von der Flugverkehrskontrolle, empfangen und verarbeitet. Und ADS-B verbessert damit also auch die Sicherheit und die Effizienz im Luftraum, weil man halt wirklich weiß, wo wer ist, wo wer gerade fliegt. Und damit ist halt auch die präzise Überwachung ja gegeben, was viele Piloten eigentlich nicht mehr wollten oder mochten, gerade in der Privatfliegerei, weil man da quasi direkt wusste, wer was versaubeutelt hat und weiß, was versaubeutelt ist. Und Flüge, die halt, also Flugzeuge, die diese ADS-B haben, direkt wenn du das Ding anmachst, dann wird damit gesendet. Das heißt also, es wird automatisch regelmäßig die Information gegeben wie Position, Höhe, Geschwindigkeit. Und genau das sind die möglichen Sachen. Und gerade aus diesem ADS-B kann man auch auslesen, mit welcher Geschwindigkeit, in welche Richtung man fliegt und was man gerade macht. Also solche Daten sind durchaus interessant. Aber das war bei dem Black Hawk ausgeschaltet. Und das wurde vom Ted Cruz, US-Senator, am Donnerstag bekannt gegeben, dass genau dieses ADS-B ausgeschaltet war. Und das ist natürlich eine relativ schwierige Situation, natürlich dann da festzustellen, wo der Flieger genau war, weil man dann auf Sekundärradar ausgeht. Also das heißt, dass man schon Primärradar, dass man also dieses aussendet und dann empfängt, wo es ist, aber halt dann in der Oldschool-Analog-Situation ist. Nun gut, schauen wir mal, was da passiert und wie weit das maßgeblich war. Und gucken wir mal, dass da Aufklärung herrscht. Natürlich muss man auch sagen, die Militärs schalten das gerne ab, weil es natürlich die Position verrät. Also das ist halt so eine Geschichte. Ne? Gut, was auch so eine Geschichte ist das Thema Emissionen und dass die Luftfahrt bis 2050 dort emissionsfrei sein wollen. Und das kostet die Luftfahrtbranche 480 Milliarden Euro. Und man hat sich jetzt etwas verschätzt. Und zwar ist es so, dass man natürlich diese Netto-Null-Emissionen bis 2050 einführen will und hat da natürlich auch ganz klare Strategien und hat das auch, weil die Zeit natürlich läuft, sind 25 Jahre. Und deshalb ist es so, dass A4E, das ist der Verband für Luftfahrt, Raumfahrtsicherheit und Rüstungsindustrie, CANSO und so weiter, die haben halt da das Ganze nochmal sich angeguckt und die sagen halt, dass SAF zu knapp und zu teuer ist. Und wir haben ja auch in Hamburg
die Raffinerie für Sustainable Aviation Fuel, die nicht sich manifestiert hat, wo man dann ausgetreten ist und beziehungsweise gesagt hat, wir machen das Ganze nicht. Und da ist es so, dass diese Umstellung natürlich relativ teuer ist. Und dadurch, wie immer im Leben, wenn etwas rar ist, aber nachgefragt ist, und man muss ja auch jetzt prozentual das tanken, dann ist es so, dass es teurer wird. Das ist so. Und auch Wasserstoff als Alternative ist ja auch jetzt eher in den Kinderschuhen, um ehrlich zu sagen. Da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, dass es dort auch ganz klar Infrastrukturherausforderungen gibt bei dem Thema. Und wasserstoffbetriebene Flugzeuge sind fast von der Landkarte verschwunden, sagte Carlos de la Ossa, das ist der Luftfahrtmanager beim Europäischen Verband Transport and Environment. Und es ist auch so, dass natürlich Europa den Markt für emissionsfreie Flugzeuge zurückgewinnen soll. Es ist hier jetzt der Schrei nach der Politik. Und die Kosten für die Umstellung auf die Netto-Null-Tarif sind die Höhe geschnellt, als die Luftfahrtindustrie können das einfach nicht alleine schaffen. Und das ist natürlich der Verbandsdirektor Oliver Jankovic von der ACI Europe und fordert natürlich dann Unterstützung von der Politik. Dann kommt halt immer der Ruf nach Politik. Und jetzt muss halt die EU das Ganze verstärken. Also ich bin mal gespannt, was da passiert, wie es da auch Innovationen gibt. Man hört ja immer von Airbus, dass die da nur Flüger zum Beispiel haben mit Wasserstoff. Und man hat ja auch einen 380er umgebaut, um mit Wasserstoff zu experimentieren. Ich persönlich bin gespannt, was da technisch möglich sein wird. Es spricht ja nichts dagegen, dass Fliegen sauberer und besser wird für die Umwelt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es muss halt auch so sein, dass man jetzt nicht wieder anfängt, Fliegen für die Reichen zu machen. Das heißt also hier, dass man dort keine Zweiklassengesellschaft mehr macht, weil wäre doof, wenn wir die Errungenschaften, die gerade durch das Fliegen gekommen sind, wie zum Beispiel, dass wir innerhalb von 24 Stunden um die Welt fliegen, was da auch dazu geführt hat, dass wir einander besser verstehen. In vielen Fällen hat das trotzdem nicht genutzt, aber wenn wir ehrlich sind, nach Australien zu fliegen, nach Amerika zu fliegen, ist Lebensqualität, aber auch mehr Verständnis für den anderen aufzubringen, weil man mit dem anderen reden kann. Also hier sind wir mal gespannt, was da passiert. Gestern hatte ich das gesagt, vorgestern hatte ich das gesagt, ich hatte es, glaube ich, auch öfter gesagt, hatte es aber irgendwie nicht so dezidiert anscheinend dargestellt, dass es merkwürdige Rückfragen gab bei mir auf WhatsApp. Wie? ITA ist aus der Star Alliance ausgetreten. Ja, die sind aus der Star Alliance ausgetreten. Und da ist es so, dass man natürlich vor 3 Jahren, als wir die in die Star Alliance schon in die SkyTeam, die ITA gesehen haben und was für Schwierigkeiten bis heute eigentlich bestanden hatten, die mangelnde Integration, ist halt so, dass die natürlich jetzt ausgetreten sind. Auch auf der Webseite von SkyTeam wird ITA nicht mehr als SkyTeam-Mitglied genannt. Und man nennt das jetzt Exit-Phase, bis zum 30. April komplett vollzogen sein soll. Zu diesem Zeitpunkt wird dann ITA Airways keine Beziehungen mehr haben. Also das heißt, man hat da keine Verpflichtungen mehr bei SkyTeam. Man muss nicht mehr zahlen, man muss da nichts mehr machen. Und man ist aber auch nicht der Star Alliance bis jetzt in irgendeiner Art und Weise beigetreten, weil natürlich so etwas auch dauert. Und da ist es so, dass man natürlich jetzt eine Fluggesellschaft hat, die allianzlos ist. Da war es natürlich relativ cool, wie SAS das gemacht hat. Die waren bis zur Star Alliance und sind dann am Folgetag in die SkyTeam. Und da gab es dann auch keine Friktion. Und ist das natürlich nicht relativ toll für uns als Vielflieger. Die ist relativ ungeil, um das mal so zu sagen, weil man natürlich da nicht mehr die Lounges benutzen kann oder wenn man Punkte einsetzen möchte oder wenn man Flüge hat und so weiter, die dann gebucht sind, wie das dann alles abläuft. Und natürlich wird es so sein, dass man erst 2026, so wie Lufthansa sagt, die Freunde von der ITA in der Star Alliance drin hat, dann natürlich in der Lufthansa Group, kriegt ja auch Horn Circle Punkte, ganz wichtig. Und ich bin mal gespannt, wie das halt ist, ob man dort jetzt auch irgendwelche Lounge-Zugänge oder irgendwelche bilateralen Sachen kriegt. Ich glaube, mit Lufthansa im Hintergrund sollte das relativ schnell möglich sein. Und interessant ist auch, wie schnell sie dieses dann hinbekommen ohne Probleme. Ich glaube auch, dass es keine großartigen Probleme gibt
wenn die Freunde bei der ITA oder wie auch immer mit ihrem Volare bei Miles & More unterkommen, also dass man dann wirklich Miles & More adaptiert. Weil wenn ich in Tokio, in Singapur oder irgendwo bin und ich möchte in die Lounge gehen und ich habe meine Karte und da steht halt drauf Miles & More, das kennen die Leute und es wird wahrscheinlich auch vom Design her relativ ähnlich sein. Der einzige Unterschied, den kennen wir ja schon von anderen Karten. Also die Hon-Karte, als ich bei der Swiss war, stand halt Swiss drauf, aber ansonsten war es identisch. Austrian stand bei mir Austrian drauf. Hing mir dazu, dass ich einmal in Linz, dann war ich in Zürich gemeldet. Und dann, wenn man halt sich in Polen anmelden würde, wäre das LOT und wer halt in Italien ist, kriegt halt wahrscheinlich das ITA. Und kleiner Spoiler, wenn ihr nicht in Italien wohnt, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht ITA Airways draufstehen haben oder Alitalia oder was auch immer da kommt. Also insofern ist das jetzt am Ende des Tages auch jetzt nicht so dramatisch und sollte dann auch problemlos zu Anerkennung führen. Ich hoffe, dass das jetzt durch meine Ausführungen für euch etwas klarer geworden ist und ihr das jetzt verarbeitet, dass die SkyTeam ein Mitglied verloren hat und das Mitglied aber noch nirgendwo eine neue Heimat quasi gefunden hat. Letztes Thema für heute, das ist das Thema Avianca Live Miles und das ist ja immer ein Thema, weil Live Miles halt für viele so ein Hack waren, um nochmal bei der Lufthansa der First Class zu fliegen. Billig, günstig und wertvoll. Aber jetzt ist es so, dass es da anscheinend von Europa nach US in den Business Awards eine Preissteigerung gab. Heißt also, dass man dort 80.000 an Live Miles bezahlen muss und $200 an Gebühren. Und das ist natürlich etwas, was relativ teuer ist. Und das muss man natürlich auch sagen. Live Miles ist jetzt nicht unbedingt ein Programm, wo man ehrlicherweise sagt, die sind dadurch berühmt geworden, dass sie uns immer informieren, was für Änderungen sind. Nein, die Änderungen passieren einfach von heute auf morgen. Und deshalb ist genau wieder das Wichtige an dieser Stelle, burn while you earn, heißt also gemein zu horten bei Programmen wie Live Miles. Es macht einfach keinen Sinn. Benutzt sie, wenn ihr einen Use Case habt, kauft die Meilen, aber ansonsten nicht. Und wenn man halt wirklich sich das Ganze anguckt, sind die Meilenwerte auch nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig. Und das ist natürlich so, dass es auch vom Markt abhängig ist. In Asien zum Beispiel gab es keine Änderungen, aber nochmal, burn while you earn, baby. Die Frage des Tages habt ihr nicht verpasst, sondern die Frage des Tages habe ich euch nochmal zusammen am Ende gegeben. Warum? Weil nämlich jetzt zum Ende der Sendung auf die Live Miles bezogen ist. Seid ihr von den Live Miles Änderungen in irgendeiner Art und Weise betroffen? Ist euch das aufgefallen? Hattet ihr das schon gemerkt? Oder ist das für euch jetzt auch, oh Gott, ich weiß es nicht? Und das nächste ist natürlich, benutzt ihr noch Live Miles? Habt ihr vor, mit denen was zu machen? Ich selber habe Live Miles schon aufgegeben vor längerer Zeit, das heißt 2 Jahre her oder sowas, die selber zu nutzen, weil es mir halt zu aufregend war mit Avianca, Chapter 11, New York und ihr wisst ja alles, was da war. Deshalb die Frage des Tages. Auf jeden Fall danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, kommt aufs Cool und ich freue mich, euch dort zu begrüßen. Also, bis dann, ciao, ciao und bis morgen wieder oder übermorgen. Sonntag vielleicht wieder ein freier Tag. Schauen wir mal. Also, bis dann, ciao.